bin der Marco, ich habe im Bachelor Erd- und Klimawissenschaften an der ETH studiert und ich bin jetzt im zweiten Semester vom Master Erdwissenschaften mit der Vertiefung Mineralogie und Geochemie. Schon von klein auf habe ich mich immer für das um mich herum interessiert und natürlich auch für das Fach Geografie. Und ich war dann in der Wirtschaftsmittelschule und habe mich so ein bisschen umschauen, hey, was gibt es für Möglichkeiten. Ich bin dann durch einen Bekannten auf das Studium der Erd- und Klimawissenschaften gestoßen. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe mich aber auch mich mit der Geografie und mit dem Erdsystemwissenschaftsstudium an der Uni auseinandergesetzt. Ich bin dann aber so ein bisschen zum Entschluss gekommen, dass das Studium der ETH mir besser gefällt, einfach auch wegen dem praxisnahen Umgang. Also wir haben viele Exkursionen, die guten Berufsmöglichkeiten und auch die grosse Expertise, die wir hier an der ETH haben. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass alle, die das Studium wirklich machen können, das auch schaffen. Natürlich war es auch für mich eine Herausforderung, besonders in den Fächern Mathe und Chemie. Da hatte ich auch ein bisschen Defizit gegenüber denen, die die reguläre Matura gemacht haben und so vielleicht ein bisschen Chemie, Mathe und Physik als Schwerpunktfächer hatten. Aber meine Erfahrung mit der Passerelle hat mich ein bisschen gelernt, mich ins Thema hineinzusetzen und wirklich durchzuheben, und das hat mich schlussendlich weitergebracht. In meiner Freizeit ist mir der Ausgleich zum Studium sehr wichtig. Da ich viel Zeit mit mentaler Arbeit verbringe, fokussiere ich mich dort ein bisschen darauf, körperlich und sozial aktiv zu sein. Das wäre zum Beispiel das Karatetraining im ASVZ, Wandern und Skifahren in den Bergen, Leiter von Gruppenstunden in der Jungwacht oder Events vom RV, wie zum Beispiel das Geofest, wo Leute aus dem ganzen Departement zusammenkommen, wie zum Beispiel Professoren, Doktoranden, Mitarbeiter und Studenten und zusammen eine gute Zeit haben. Ab und zu habe ich die Möglichkeit, im Focus-Terra-Museum Führungen zu geben. Es macht mir viel Freude, den Menschen das so ein bisschen zu vermitteln, was ich im Studium gelernt habe. Wir sind jetzt hier im Erdbebensimulator zusammen und wir werden jetzt ein paar Erdbeben spüren. Ich persönlich begeistere mich am meisten für Vulkanismus. Für mich ist es eines dieser zentralen Phänomene der Geologie. Vulkane sind in viele verschiedene Kulturen eingebunden und sie stehen auch im Zusammenhang mit dem Ursprung des Lebens. An Vulkanen finden wir auch viele wichtige Rohstoffe wie Erz oder geothermische Energie, eine erneuerbare Energieressource mit viel Potenzial. Ein Highlight von meinem Studium war das Auslandssemester an der Uni Oslo. Es ist nicht nur eine grosse Erfahrung, ein Semester im Ausland zu studieren und die Kultur dieses Landes kennenzulernen. Man trifft auch viele Leute, lernt sie kennen, gewinnt neue Perspektiven und man lernt auch wieder etwas über sich selber. Man hat auch eine andere Perspektive auf das Studium und vielleicht gibt es sich mal die Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen und später im Ausland zu arbeiten. Und natürlich haben wir auch immer wieder Zeit, ein bisschen im Land herumzureisen und das rundet das Ganze so ein bisschen perfekt ab. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich nach meinem Studium arbeiten will. Der Bereich Erdwissenschaft ist so relevant in der Schweiz, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich kann mir aber gut vorstellen, in der Forschung tätig zu sein, bei einem Unternehmen zu arbeiten oder auch ein Lehrdiplom zu machen und an einem Gymnasium meine Leidenschaft an eine neue Generation weiterzugeben, so wie es einmal mein Geografielehrer bei mir an der Wirtschaftsmittelschule gemacht hat.